Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Der goldene Herbst ist da und der goldene Herbst geht einher mit goldenen Angeboten. Und eins der goldenen Angebote, was wir heute für euch haben, ist dieser wunderschöne Columbus 600e. Der ist so speziell in der Zusammenstellung in allen anderen Dingen, dass ich euch das heute in dem Video ganz in Ruhe zeigen will, weil ich gerade aus dem Urlaub frisch zurück bin und mich auch erstmal wieder eingrooven will. Guck mal, geht schon los. Wir fangen jetzt mal gemeinsam an und gucken uns an, wie dieser Wagen von der eigentlichen Serie abweicht und ob er vielleicht für dich genau das richtige Angebot sein könnte. Kennt ihr auch den ersten Tag nach dem Urlaub, wo alles noch so ein bisschen Teflon-mäßig an einem abprallt und man sagt, mit dem Alltag habe ich noch gar nichts zu tun. Das ist nämlich heute der Status, in dem ich mich bewege. Deswegen müsst ihr an einigen Stellen verzeihen, wenn ich noch nicht so ganz 100% auf dem Dampfer bin. Das Auto ist aber, als ich jetzt die letzten 2 Wochen im Urlaub war, gerade gekommen und ich will es euch auf jeden Fall zeigen, weil genau das Auto auch zur Verfügung steht. Ich glaube, wir hatten schon 1, 2 Videos online, in denen ich euch Fahrzeuge gezeigt habe, die wir in so einem Paket von Westfalia gekauft haben. Und dadurch ist das Fahrzeug vom Preis super attraktiv zusammengestellt, weil er eine Werkszulassung hat aus dem Dezember letzten Jahres, also im Dezember 2023. Aber, und wir gucken gleich mal auf den Tachostand, ich glaube noch nicht mal 150 Kilometer hat, weil Westfalia ihn, was denn? 80 Kilometer hat er, brauchen wir so gar nicht nachgucken, ungefähr 80 Kilometer. Ist also quasi als Wohnmobil nicht genutzt, sondern als Präsentationsfahrzeug von Westfalia und deswegen lohnt sich das eben. Die Sondersituation bei dem Fahrzeug ist, dass der Columbus 600e, den gab es in einer First Edition. Das war das allererste Modell, was Westfalia mit dem neuen Möbelbau rausgebracht hat. Man hat gesagt, wir machen den Columbus First Edition und an dem testen wir mal, ob die Leute den neuen Möbelbau, den wir uns so vorstellen mögen, bringen den in einer festen Ausstattung, alle Fiat-Optionen festgelegt, Außenfarbe festgelegt, Motorisierung und so weiter, alles festgelegt und gucken, ob ihr als Kunden das mögt. Wenn ihr das annehmt, stellen wir alle anderen Columbus auch darauf um. Wenn nicht, überlegen wir uns was Neues. Das Auto ist wahnsinnig gut angekommen auf der Messe, also hat man gesagt, wir machen genau das. Jetzt haben wir zwischendurch die Situation mit diesem ganzen Ducato 8, Ducato 9, Modelljahreswechsel, Facelift, kein Facelift. Man brauchte für die letzten Vorstellungsrunden ein Fahrzeug, was man zeigen konnte. Es war klar, die neue Schnauze haben wir eine in Sichtweite, so wie da drüben bei dem Avanti EB steht noch nicht zur Verfügung. Und man hat gar nicht geguckt, wo haben wir jetzt genau diese First Edition Ausstattung, die eigentlich definiert war, sondern hat geguckt, welches ist der Ducato, den wir pünktlich zum Bautermin haben können. Und deswegen ist dieses Auto im Prinzip vom Innenleben ein Columbus 600e First Edition. Von außen und von der Fiat-Ausstattung hat er damit relativ wenig zu tun, weil die First Edition Autos zum Beispiel Keyless Go hatten, die waren alle in Atenz Grey, also diesem Silbermetallic, die hatten andere Alufelgen ab Werk dran, die waren Automatik, dieses hier ist ein Handschalter. Eine Besonderheit an dem Auto ist, dass es sind Sachen dabei, die man eigentlich so gar nicht konfigurieren kann. Wir haben zum Beispiel einen 180 PS Handschalter. Wenn ich das heute bestellen wollen würde, geht das überhaupt nicht. Wir haben ihn in weiß, wir haben, das seht ihr an den Alufelgen, die drauf sind, wir haben die komplett schwarzen, jetzt wird der ein oder andere sagen, die Felgen sehen doch normalerweise anders aus. Ja, aber wenn ich so wie bei dem Auto hier ein Light-Chassis habe, dann kann ich die Felgen auch in schwarz durchgehend bestellen. Die gab es eine Zeit lang, inzwischen leider nicht mehr, weil ich finde, sie passen zu so einem weißen Auto richtig gut. Wir haben die weiß lackierten Stoßfänger hier vorne, den schwarz glänzenden Kühlergrill. Dann hat er, wenn ich das richtig sehe, genau die LED-Scheinwerfer mit den Lauflichtblinkern und all solchen Sachen mit dabei. Also dass das Fahrzeug von außen schon optisch deutlich aufgehübscht ist und sicher auch mit ordentlich Druck durch die Berge fährt, wenn ihr das wollt. Weil stärker motorisieren kann man ein Auto auf Peugeot, Citroën oder Fiat-Basis aktuell nicht. Da gucken wir zum Ende gemeinsam rein. Ich will jetzt erstmal nur eine schnelle Runde von außen machen. Ich muss mal einmal kurz was auf dem Dach gucken, weil ich weiß zwar, wie die Ausstattung des First Edition Autos war, aber ich muss gucken, ob auch bei dem hier alles drauf ist, weil es eben, ja, weil die First Edition nämlich auch eine Solaranlage serienmäßig mit dabei haben. Das heißt, auch dieser Wagen hat hier eine Solaranlage schon direkt am Werk mit dabei. Dann wird er auch die 2 Wohnraumbatterien mit drin haben. Das heißt, ihr habt eigentlich ein Auto, wo ihr so einsteigen und losfahren könnt. Was ist ein Columbus 600e? Das ist quasi 6 Meter, deswegen 600. E steht bei Westfalia immer für Einzelbetten. Das heißt, wir haben die kleine Sitzgruppe aus dem 540er
mit einer schönen Nasszelle und den großen Längsbetten hier hinten. Und wie groß die Längsbetten sind, dafür hole ich uns jetzt mal was zu messen. Und dann gucken wir da mal uns die Maße von dem Bett genau an. Ich bin sofort wieder bei euch. So, bedienen kann ich das auf jeden Fall noch. Wir haben hier die ganz normale Breite. Machen wir hier, damit wir hier wirklich die Rückwand haben. Von der Rückwand bis zur Nasszelle. Hier haben wir einmal wie Hersteller, das ist ein relativ kurzes Bett hier auf der Seite mit knapp über 1,80. Und auf der Seite ist es hier hoffentlich ein Tick, Entschuldigung, dass ich mit dem Rücken zu euch stehe. Ich hoffe, das ist hier ein Tick länger. Gucken wir mal. Ja, hier ist 1,90 und wenn man in die Tür rein misst, haben wir sogar 1,95. Also eine Seite deutlich länger als die andere. Was bei so einem Längsbettenauto eben immer eine tolle Sache ist, und das war, inzwischen ist ja, jetzt muss ich ein bisschen springen, inzwischen ist es ja so, dass es ganz viele, nicht ganz viele, aber mehr Fahrzeuge gibt mit 6 Meter und Längsbetten. Als der vorgestellt war, war das tatsächlich noch gar nicht so verbreitet. Da war das einer der ersten. Und das führt natürlich auch dazu, dass man hier hinten einen sehr großen Stauraum hat. Und Westfalia mit seiner Warmwasser-Fußbodenheizung, die hier in dem Winterpaket, was diese First Edition Autos drin haben, sowieso mit dabei ist, hat ja noch einen kleinen Gaskasten. Das heißt, wir brauchen nicht so viel Stauraum für Gas und haben deswegen hier hinten einmal quer 1,88, hier dann 65, und damit ihr auch mal eine Höhe habt, na, wo kann ich sie messen? Hier, da wo es wirklich am flachsten ist, haben wir 75. Wenn man verkäufertechnisch messen würde, würde man ja hier unter der Matratze messen. Da haben wir 82, knapp 83 cm. Aber so auf jeden Fall ein Stauraum, in dem man super viel unterbringt. Das Ganze mit einem punktelastischen Lattenrost hier oben. Also auf dem echten Lattenrost nochmal ein punktelastisches Lattenrost und eine Kaltschaummatratze, die auch abnehmbare und waschbare Bezüge hat. Was einem halt ganz klar sein muss, ist, dass wir hier ein Fahrzeug, was Westfalia als Präsentationsfahrzeug genutzt hat. Das heißt, da sind sicherlich die ein oder anderen Leute drin gewesen, und das siehst du an solchen Sachen wie Matratzen schon, dass hier so, das ist dieser, wenn Wollpullover kriegen irgendwann diesen leichten Flaum, den man runterrasieren kann. So ähnlich ist das hier letztendlich auch. Ich glaube, für mich wäre das den Preisvorteil auf jeden Fall wert, aber es muss halt jedem im Prinzip klar sein, der sich so ein Auto kauft, dass andere Leute da auch durchgelaufen sind. Es hat keiner drin geschlafen, es hat keiner die Toilette benutzt. Ich finde, dass die wichtigen Sachen da absolut in Ordnung sind. Und eben, wie gesagt, auch alleine dadurch, dass er nicht genutzt wurde, er von innen ansonsten fast neuwertig ist. Die Autos hatten auch immer schon eine Markise mit dran. Das heißt, auch die ist hier schon mit dabei, weil Westfalia eben gedacht hat, diese First Edition, die wir bauen, ist einfach standardisiert ausgestattet, um die ersten 40 Autos so durchzuschieben. Und damit da keine Missverständnisse auftauchen, das ist kein First Edition Auto, also nicht zu dem Zeitpunkt gebaut worden, als die First Edition vorgestellt wurde, sondern das ist ein Auto, was danach speziell für Messen und Präsentationen gebaut wurde. Also einfach nur, dass man weiß, der ist jetzt nicht schon vor, ich glaube, 3 Jahren, als der First Edition vorgestellt wurde, gebaut worden, sondern erst danach. So, da sind wir einigermaßen schmerzfrei außenrum klargekommen. Mal gucken, wie weit, wie drin ich mich im Fahrzeug verhasple. Aber ihr dürft auf jeden Fall mal einen ersten Blick ins Auto werfen und dann komme ich gleich dazu und dann gucken wir uns an, was der von drinnen so kann. Wie die anderen Fahrzeuge, die wir euch schon gezeigt haben aus diesem Paket, ist dieses hier eben auch ein Zwitter-Modell. Wir haben den Möbelbau des aktuellen bzw. kommenden Modelljahres gepaart mit der Schnauze des alten Modelljahres, weil es eben die Vorführwagen waren. Deswegen hole ich euch noch mal kurz mit den wichtigsten Sachen ab. Mit dem neuen Möbelbau haben wir so ein bisschen neue Oberflächen, ein bisschen neue Farbwelten, aber bei dem Columbus 600e bzw. auch dem kleinen Bruder 540d ist einer der größten Unterschiede, dass wir diesen riesen Kühlschrank haben. Die waren vorher nämlich immer etwas kleiner, und weil das jetzt natürlich auch standardmäßig das ist, was alle machen, mit dem Kühlschrank, der auf beiden Seiten hier angeschlossen ist. Die Grundidee eines Westfalia ist ja immer, dass wir ein möglichst autarkes Fahrzeug haben. Deswegen ist das ein Kompressorkühlschrank. Deswegen im Idealfall, so wie es hier ab Werk ist oder nachträglich von uns,
mit einer Solaranlage on top, mindestens die 2 Bordbatterien, und wer mehr wollen würde, könnte sicherlich auch noch eine Lithium-Batterie oder sowas mit drin haben. Dann haben wir serienmäßig immer eine Dieselheizung, und hier im Columbus ist es ja eine sogenannte Diesel-Warmwasserheizung. Das heißt, wir beheizen wie zu Hause mit Heizschlaufen den Boden, haben klassische Heizkörper, und weil dieser Wagen das Winterpaket auch hat, noch zusätzliche Booster, die die warme Luft von den Heizkörpern wegblasen. Was nicht serienmäßig in den Autos ist, ist, dass das Leder ist. Das, finde ich, haben die hier ganz geschickt gelöst. Da hat man sich eben auch gedacht, für diese erste Testvariante machen wir eine besonders schöne Variante. Das ist ein Leder, was sich super schön anfühlt. Das ist fast wie so ein Sofa-Leder, würde ich das nennen. Dann haben wir die Rautensteppung in so einer Kontrastnaht mit dabei und die Windrose, was ich auf jeden Fall eine richtig schöne Lösung finde. Was man ja bei 6 Meter mit Längsbetten oder 45ern immer sagen muss, ist, dass die Sitzgruppe hier insgesamt enger ist. Also der Abstand vom Fahrersitz zur Bank relativ gering ist. Das ist so das Maximum. Man kann hier, ich habe heute Morgen mit einem Herrn aus Erding telefoniert. Das ist für Sie, für dich, für euch. Da war nämlich die Frage, wie groß ist denn der Abstand hier eigentlich? Hier haben wir exakt 1 Meter. Für einen Trenta 45, der die Alternative gewesen wäre, also da haben wir über den Columbus 45 gesprochen, dürfte das relativ ähnlich sein. Was Westfalia sich an dieser Stelle eben ausgedacht hat, ist, dass man sagt, wir machen hier eine sogenannte Lounge-Sitzbank hin. Das heißt, ich kann die Sitzbank hier unten entriegeln und kann damit mir entweder das dichter vorne ranschieben, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Kabelkram mit den Beinen und Knien, habe aber dafür eine gemütlichere Sitzposition, oder wenn ich sitze, dann kann ich mich eben aufrechter hinsetzen und habe mehr Abstand dazwischen. Eigentlich eine Option bei Westfalia ist der Schwenktisch, der ist aber in diesen First Edition Autos auch immer schon mit dabei gewesen. Rausnehmbar ist der Tisch sowieso, und auch von der Platte ist das hier was Neues. Was mir halt auffällt ist, ach so, nee, das ist sogar nur ein bisschen Schmutz. Wir haben ehrlicherweise noch nicht mal großartig geputzt. Was man halt klar sagen muss, bei so einem Vorführwagen, Leder kriegt ja irgendwann, also man sieht, ob Lederfabrik neu ist oder ob man auf Leder schon mal gesessen hat. Und das ist was, wo ich hier denke, das sieht halt so aus, als wenn schon jemand mal eine Woche drauf Urlaub gemacht hat. Dann sieht man einfach, dass das Leder schon mal benutzt worden ist zum Draufsitzen. Wie gesagt, wenn ihr das neu hättet nach dem ersten Urlaub, würde es genauso aussehen wie jetzt. Und Leder entwickelt da ja auch so eine schöne Patina. Das ist auf jeden Fall was. Aber das ist, finde ich, einer der Punkte, an dem man sehen kann, ob das Auto jetzt ganz brandneu ist oder ob schon ein bisschen was dran ist. Wir werden auch diverse Bilder von dem Auto haben. Die findet ihr in der verlinkten mobile.de Anzeige. Da könnt ihr euch sicherlich nochmal einen besseren Eindruck verschaffen von dem, was hier ist. Wurde gesagt, genau, so ganz klassischer Fall. Die Handbremse hat so 2, 3 kleinere Kratzer dran, wo einfach jemand die Handbremse angezogen hat und trotzdem den Sitz gedreht hat. Das sind einfach die Dinge, die passieren. Ansonsten haben wir hier eben eine schöne Sitzgruppe bei den neuen Autos. Der hat hier das Licht noch mit dahinter. Also ihr habt einmal die Lesespots, die man an- und ausschalten kann, und hier dahinter die indirekte Beleuchtung. Die kann man nämlich hier oben über das Bedienteil, zack, wo ist es? Bei Licht kann ich einmal die Helligkeit in ein paar Stufen dimmen und auch die Lichtfarbe von ganz kalt weiß, wie es jetzt eben war, zu ganz warm, kuschelig, romantisch auch dort verändern. Damit ihr ein möglichst wenig verfälschtes Bild bekommt, lassen wir das bei Kaltweiß. Ne? Ja, lassen wir bei Kaltweiß. Hier kann ich aber auch alles andere mit einstellen. Hier habe ich die Fußbodenheizung, die Warmwasserheizung, das kann ich alles hier oben steuern. Und weil es das quasi der 600er eins der ersten Fahrzeuge mit der neuen Zentralelektronik war, habt ihr hier sogar die Möglichkeit, die Betriebsart der Heizung rauszuwählen. Das heißt, wir können die Heizung einmal klassisch über Diesel betreiben. Wenn ihr aber sagt, ich bin auf einem engen Stellplatz, ich will meine Nachbarn nicht stören, ich habe ausreichend Strom zur Verfügung. Wenn Strom von draußen dran gestöpselt ist, könnt ihr Heizung und Warmwasser auch über 230 Volt betreiben. Ansonsten haben wir einen normalen Columbus. Das heißt, wir haben hier die ganz normalen den ganz normalen Zweiflammenkocher, das kleine Waschbecken, was hier mit dabei ist. Wir gucken hier nochmal in die einzelnen Schränke. Genau, das ist das Zubehör mit Duschvorhang, irgendwelchen Gurten. Müssen wir mal rausfinden, wofür die sind.
Da brauchen wir gar nicht so lange reingucken. Und was haben wir da unten noch? Genau. Und hier, um mal den Teppich runterzunehmen, den neuen Boden, der auch mit dem neuen Möbelbau gekommen ist. Ich glaube, das ist inspiriert von dem damaligen oder vielleicht immer noch aktuellen Marco Polo. Ich finde, dass das ein Riesenfortschritt ist im Vergleich zu den vorhergehenden Fahrzeugen. Und was ich schön finde, sind solche Kleinigkeiten. Hier diese Gitterkörbe sieht nach nicht viel aus, aber alleine dadurch, dass man diesen Schrank auf 3 Ebenen ausziehen kann, kann man das so viel besser benutzen, als wenn das einfach nur einer oder vielleicht sogar 2 Regalböden wären. Und dann haben wir hier oben die ganzen Push-to-Open-Schränke. Und das ist ja der Unterschied zwischen dem Möbelbau, so wie er von diesem Auto an bis die nächsten 2, 3, 4 Jahre sein wird, bis zur nächsten Änderung, dass eben die Flächen in dem Holzdekor sind und das darunter eher einfarbig. Bei dem alten war es ja genau umgekehrt. Wir hatten das schwarze Holz von unten, Mooreiche, und dann die ganzen Fronten in dem rein weiß. Genau, und dann hier hinten eben das Längsbett mit so einem angedeuteten Einzelbetten-Einstieg, dass man einfach hier gut nach hinten rein kann. Das Bett eben ein bisschen kürzer mit ungefähr 1,80, das hier mit etwas über 1,90 für etwas größere Menschen gut geeignet. Und in der Mitte, quasi als Zentrum des Ganzen, die Nasszelle. Ich mache mich mal hier klein, kurz, Sekunde. Zack. In der man, da müsste ich wahrscheinlich genau, guck mal, ich würde, wenn ich auf Toilette sitzen würde, die Toilette eher so haben. Da sitze ich dann wirklich komfortabel, stoße hier nirgendwo groß an. Darf ich einmal kurz die Tür zumachen? Ja, passt hervorragend, so wie das ist. Und was wirklich schön ist, was wir in unserem Columbus immer sehr geliebt haben, ist hier die indirekte Beleuchtung in dem Panel. Weil dadurch hat man es zum einen gemütlich und die kann ich nämlich mitdimmen über den zentralen Dimmer. Wenn ich abends oder nachts auf Toilette gehe, zum einen wecke ich nicht alle damit, wenn ich das Licht anmache. Und zum anderen habe ich nicht so ein grelles Licht, sondern habe eine indirekte Beleuchtung, mit der ich, wenn ich so verpennt bin, wunderbar durchs Auto kann, aber es nicht sofort so grell ist. Ich bin super lichtempfindlich in solchen Sachen. Und ich finde, wenn man in den Nasszellen so knacke helles Licht anmacht, dann musst du ja irgendwann ausmachen und dann stehst du plötzlich im Finstern. Und bis sich meine Augen daran gewöhnt haben, vergeht so viel Zeit. Deswegen finde ich es immer schön, wenn man so eine ganz schwache Lichtquelle mit dabei hat. Ansonsten hier ein kleines Waschbecken. Ich glaube, das ist tatsächlich noch ein Unterschied zu der finalen Variante, die dann gekommen ist, die hier so eine Art Holzdekor noch drüber hat. Da weiß ich ehrlicherweise gerade gar nicht genau, ob das serienmäßig jetzt so geworden ist oder ob man das bei den 540ern und 600e nochmal geändert hat. Wir haben hier das Fenster in der Nasszelle, was eine Option ist. Das sollte aber auf jeden Fall immer dazugehören. Unten den Einlegeboden in der Nasszelle als Schutz, sicherlich auch sehr sinnvoll. Und einfach für ein Auto, was ja eigentlich die Nasszelle eines 540er hat, einen richtig schönen Raum. So, das ist die schnelle Runde. Wenn ihr genauere Maße, noch mehr von dem Columbus 600e wissen wollt, dann schaut euch einfach auch die anderen Videos an, die wir zum Columbus 600e schon gemacht haben. Damit ihr aber eine gute Idee bekommt, wie dieser Wagen vom Basisfahrzeug ausgestattet ist, drehen wir uns jetzt nochmal die Sitze und hüpfen dann nochmal gemeinsam auf Fahrer- und Beifahrersitz, damit ihr einfach eine Idee davon bekommt, was im Vergleich zu den First Edition Autos wirklich da ist und was eben nicht. Bevor wir hier in die Details vorne im Fahrerhaus einsteigen, ich hatte doch schon gesagt, ich will euch das Fach zeigen, weil überlegt mal, wie viele Kastenwagen mit seitlichen Staufächern ihr kennt. Schreibt es in die Kommentare. Fällt es jemand ein? Ich glaube nicht. Ich wüsste nämlich neben dem Columbus 45 kein anderes Auto, was einen seitlichen Stauraum in der Sitzbank hat. Und das finde ich hier wirklich eine coole Sache, dass ihr, klar, einerseits auch die Entsorgung für die Toilette, aber für alles, was so Kabel, Kleinkram ist, wo man mal eben ran muss. Jetzt stellt euch vor, ihr habt vielleicht auf einer Anhängerkupplung Fahrräder hinten oder so, kommt nicht so gut an den Stauraum ran. Ist das einfach ein Staufach, wo man super schnell und gut ran kann und von dem ich jetzt auch oben die Sitzbank aufklappen kann und auch oben reingreifen kann. Finde ich eine schöne Sache, eine schöne Idee. Andere Hersteller, ihr könntet euch das, finde ich, abgucken. So, hüpfen wir mit rein. Willst du auf der anderen Seite mit rein? Oder bleibst du da? Du kommst mit rein? Wir unterhalten uns nur so. Könnt ihr das hören, wie er den Kopf schüttelt? Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Alles klar, er kommt rein. So, Motor läuft, das funktioniert schon mal. Eine Kleinigkeit, die mir auffällt, ich habe noch kein Digital-Display mit Handschalter gesehen. Was ich ganz nett finde ist,
zeigt er das hier. Auf jeden Fall hat er hier eine Ganganzeige. Verändert sich nur nichts, wenn ich am Schaltknopf rüttel. Hier unten. Da, weil wir das scharf haben, genau. Das haben die anderen Autos nicht. Das ist bestimmt ganz nett, wenn man das unterwegs mit dabei hat. Ansonsten ist das erstmal den digitalen Tacho, wo man hier über die linke Seite einstellen kann und die Einstellungen Radio, Anzeigen, wie weit ihr mit AdBlue und solchen Sachen noch gehen könnt. Dann habt ihr auf der Rückseite Lautstärke, Sender vor und zurück. Da hat also das Multifunktionslenkrad. Freisprecheinrichtungen haben wir mit dabei, ein Tempomat, um der Frage gleich vorwegzugreifen, es ist kein Abstandsregeltempomat, sondern ein normaler Tempomat. Wir haben eine Start-Stopp-Automatik, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, hier ist noch eine Leuchtweitenregulierung, elektrisch verstellbare Außenspiegel, die ja beim Fiat sowieso mega gut sind, weil die so riesig sind. Elektrische Fensterheber sind eh kaum noch was man heutzutage erwähnen muss. Ein Westfalia-Logo hier auf dem Lenkrad. Ich hoffe, die zukünftigen Eigentümer nehmen es mir nicht übel. Ich liebe Westfalia sehr und das meine ich ganz ernst. So, das putzen wir hier nochmal. Aber ich finde es nicht standesgemäß, hier einfach so einen kleinen Westfalia-Aufkleber aufs Logo drauf zu kleben. Da habe ich das lieber so, weil sonst hat man immer diese Kante. Kennt ihr diese Knibbelaufkleber, wo man hängen bleibt? Das hasse ich. So, dann habe ich, was wir gesagt haben, den normalen Handschalter als natürlich 6-Gang-Getriebe. Wir haben eine Klimaautomatik. Wir haben das große 10 Zoll Radio mit der eigenen Navigation und mit Wireless CarPlay und Android Auto. Warnblinker ist klar. Wir haben die beheizbare Frontscheibe. Genau, hier sind auch die diese Heizstreifen mit drin. Wir haben Traction Plus, HDC, also Hill Descent Control, und hier unten sonst die Regelung fürs Radio. USB-C haben wir schon, normale USB-Steckdose und einen Zigarettenanzünder. Und hier ist nochmal eine zusätzliche USB-Steckdose, die mit dem Radio gekoppelt ist. Also insgesamt ein Auto, wo man ganz klar zusammenfassend sagen kann, er kann alles, was er können muss. Er ist autark, er hat eine Dieselheizung, er hat ein super großes Bett, er hat schickes Leder, er sieht von außen super aus. Ich frage mich, worauf ihr noch wartet. Warum klingelt mein Telefon jetzt noch nicht? Keiner ruft an. Naja, das heißt, ihr habt auf jeden Fall noch eine Chance. Wenn euch dieser Columbus 600e vielleicht gefallen könnte, dann klickt jetzt auf jeden Fall auf den Link unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch ein paar Bilder ansehen und Preisgestaltung und die genaue Ausstattung nochmal angucken. Und es würde total toll, wenn ihr den berühmten Daumen hoch da lassen würdet, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat. So, das war das erste Video nach meinem Urlaub. Ich erhole mich und meine Stimme jetzt ein bisschen und dann geht das in Kürze mit den nächsten Videos weiter. Erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video. Ich habe wieder Kraft getankt und bin voller Tatendrang für die Zukunft und den Rest des Jahres. Bis bald, schöne Grüße aus Stove und alles Gute. Bis so winken.